So Leute, da bin ich mal wieder, euer Casino-Kontrolleur und das auch back am Start, wenn auch mal mit was anderem. Ich kann und darf euch heute nämlich weder zu einer Slot-Picker-Session noch gar zu irgendwelchen Spins begrüßen. Stattdessen probieren wir uns an einem Bonus-Opening und das wohl an einen, das irgendwie auf Freunde alter Tage stuft. Und diesmal wirklich auf Freunde alter Tage. Ich probiere mich nämlich an den Publikationen, die mich in der Vergangenheit gezahlt haben. Auf dem Zettel stehen da also mal Eye of the Panda, Wanted und so manch andere Publikation, wobei wir jetzt zu Beginn doch mal mit was Neuem loslegen werden. Ich versuche mich nämlich am No-Limit Volatilitätsmonster Tombstone Rip. Das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme auch der volatilste Slot überhaupt. Ich meine, der Maximalgewinn bemisst sich auf 500.000 X. Bekommen werde ich den also eher nicht, wobei wir uns ungeachtet dessen trotzdem mal so manchen Bonus kaufen und poster schauen wir uns eben dann das Bonus-Opening an. 100.000 stehen mir insgesamt zur Verfügung, 20.000 habe ich jetzt drauf und 80.000 sind, naja, in Boni verausgabt. Und dann schauen wir einfach, was alles so geht. Ich kaufe mir in jedem Fall ja mal ein paar Freispiele und das wohl auch ein paar größere, wobei die Einsatzlimits jetzt nicht die allerinteressantesten sind. Das ist, wie bereits gesagt, aber ein extrem volatiler Slot. Gewinnen könnte ich auch auf den Einsatz eben bis zu 500.000 Euro. Und da geben wir uns zu Beginn so manche Chance, beziehungsweise schauen uns einfach mal an, wie das Ganze so funktioniert. Wobei ich es ganz offen gesagt ja eh so halb weiß. Ich meine, ich habe so manchen Bonus bei meinem Kollegen gesehen. Das Ganze baut da also irgendwie auf Scatter-Symbole auf und die kann ich auf allen mittleren Walzen bekommen. Sonst gibt es Nudges. Mit denen und guten All-the-Way-Verbindungen kann man auch ein bisschen was gewinnen. Wobei das jetzt nicht der weltbeste Start ist. Ich meine, mit einem besseren Placement wäre es wahrscheinlich sogar recht gut gewesen. Sonst bräuchten wir für einen guten Gewinn, wie bereits gesagt, aber so viele Scatter wie eben nur möglich. Post erreichens von 5 bekomme ich einen Retrigger, einen Faktor und Extra Spins und dann geht das Ganze eben einfach so weiter. Wobei ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht sonderlich viel ausrechne. Das ist ein extrem volatiler Slot. Das ist wohl auch einer, der entweder viel oder halt gar nicht zahlt. Wobei gar nichts da eher das wahrscheinlichere Resultat ist. Ich meine, ich werde in den meisten aller Fälle jetzt nicht die Welt bekommen. Ich kenne auch keinen, der da eine Max hatte. Wobei das nichts Außergewöhnliches ist. Ich meine, es ist, wie bereits gesagt, ein neuer, extrem volatiler Slot. Ich glaube, da gab es noch nicht mal einen regulären Max, wobei mir schon recht viele Nudges kriegen. Aber da bräuchte man dann halt auch die Verbindungen, dann irgendwie den dazugehörigen Faktor und ein bisschen Glück. Ob der im ersten Anlauf kommt, sei dahingestellt. Falls es mir gar nicht zusagt, gehe ich vielleicht auch noch über zu X-Ways Order 2. Und sonst schauen wir uns halt die Freispiele an, die wir uns, naja, gekauft haben. Ein Bonus-Opening ist es nämlich nicht unbedingt, da ich mir, naja, die Freispiele nicht das Wind habe. Ich habe mir die allesamt gekauft. Das ist für den EV meist ein bisschen schlechter. Aber solange es läuft, ist es mal eh recht egal und einen Retrigger sollten wir ja haben. Und dann haben wir auch ein bisschen Potenzial, ein bisschen Glück und eben ein paar extra Spins. Jetzt bräuchten wir halt wieder 4 extra Scatter. Dann hätten wir einen etwas besseren Multi. Und dann liefe vielleicht auch ein bisschen mehr. Wobei es wahrscheinlich Minusbonus werden wird. Es sei denn, ich verbinde da jetzt irgendwie Aces all the way. Dass das nicht drin ist, hätte man sich aber eh denken können. Und dann haben wir 3 Nudges. Jetzt eine Verbindung. Vorne. Okay, das ist ein 4er Nudge Drop. Und dann ist das überhaupt nicht schlecht. Also nicht nah am Max, aber doch eine Menge. Wenn ich kaufe meinen Bonus, krieg 20. Und bekomme dann bei Tombstone Slaughter ein richtig gutes Resultat. Ich meine, das sind 20.000 X. Das war ein voller Drop. Und dann sieht man irgendwie auch, wie unwahrscheinlich dann Max ist. Das ist ja nicht mal ein Zehntel davon. Das nehme mir dann aber trotzdem sehr, sehr gern mit. Es sei denn, es kommt jetzt noch irgendwie der nächste Vierer.
Auf dem 8er Faktor wäre es logischerweise hier noch ein wenig mehr. Aber das ist schon mehr als unwahrscheinlich. Also wirklich mehr als unwahrscheinlich. Ich bekomme wahrscheinlich nichts mehr. Das wäre mal mindestens mein Tipp. Aber ich hatte mal mindestens einen 4er. Und das wird dann so gesehen wahrscheinlich eh einer der größten Hits in dem Slot gewesen sein. Mindestens mal bei BC. Mit dem kann ich ganz offen gesagt auch sehr, sehr gern weiterpilgern, da ich den Bonus nicht in den Schatten stellen werde. Das ist ein richtig, richtig, richtig gutes Resultat. Ich meine, das ist insgesamt ein guter Gewinn, der mit ein paar extra Verbindungen noch besser werden könnte. Aber schauen wir mal, ob es geht. Gib mir vielleicht auch gleich den ersten Tombstone Slaughter Maximalgewinn. Das wäre es sowieso. Wobei selbst das nicht so schlecht ist. Ich krieg wieder um die 2 mehr. Ich habe ein paar extra Nudges. Und dann fast die letzte Stage. Aber halt auch nur fast. Wobei das jetzt überhaupt nichts zum Klagen ist. Ich kaufe mal einen 5000 Euro Bonus, bekomme 26.000 X zurück. Der Spaß finanziert so gesehen also schon mal 40% des Bonus-Openings und genau dem werden wir uns jetzt eben widmen. Und naja, da legen wir mit dem einzigen Pragmatic-Slot los, den ich hin und wieder spiele. Eben mit Wisdom of Athena. Ich habe mal dann im Bonus für 10 gekauft und genau an dem probieren wir uns eben. Recht wären mir Verbindungen und eben zeitnahe Zaps. Mit zeitnahen Zaps hätte ich ein bisschen mehr Potenzial, wobei das auch so ein Hit-or-Miss-Slot ist. Hin und wieder kriegt man ein bisschen was. Ohne Multis läuft aber mal zu 100% gar nichts. Und so viele haben wir noch nicht gekriegt. Beziehungsweise haben wir auch noch wirklich kein Brett, mit dem sich arbeiten ließe. Euch da schon viel mehr Verbindungen und dann eben den dazugehörigen Faktor. Meinem Gefühl nach könnte es aber eh verhältnismäßig gut laufen. Ich meine, ich habe 10x und 5 Spins. Das ist eigentlich ein Setup, mit dem man was gewinnen könnte. Mindestens bei Verbindung. Und genau diese Verbindungen könnten langsam, aber sicher gern kommen. Und dann haben wir da eh schon ein vielversprechendes Brett. Das könnten die Rollen sein. Sind es natürlich nicht. Das ist aber auch so mal 50% an Cashback und 2 Spins haben wir noch. Der erste ist dead und der zweite, naja, so gut wie. Bekommt bei Pragmatic, also so gesehen nicht die Welt. Ich bezahle 10, bekomme 6, 2 zurück. Da der Bonus nicht profitabel war, kaufen wir uns auch noch einen zweiten. Und dann gehen wir eben über zu den anderen Slots. Irgendwie könnte er nämlich auch ein bisschen was ausspucken. Ich meine, Pragmatic schuldet mir sowieso schon eine Menge. Und wer weiß, vielleicht kommt die Menge jetzt gleich im ersten Bonus. Dann ist das Bonus-Opening bezahlt. Und dann kann ich das entspannt angehen. Ich könnte es wahrscheinlich noch entspannter angehen. Eben mit einem guten Multi. Und sonst halt mit sehr, sehr vielen Verbindungen. Ein gutes Brett ist ja auch irgendwie wichtig. Ein Faktor wäre dann aber noch wichtiger. Und der fehlt halt noch komplett. Aber wir haben eh Zeit und wir bekommen so langsam eh ein bisschen was. Ich meine, mit 4x und Verbindungen kann es profitabel sein. Mit extra Zaps wird es wahrscheinlich profitabel. Und dann schauen wir, ob Pragmatic heute mal die Spendierhosen anhat. Mit 2er Zaps nicht unbedingt. Aber solange ich Tumble Bust ja auch so. Ich meine, ich habe 6 Spins auf einen 6er Faktor für 50% an Cashback. Und die werden wir schon kriegen. Es sei denn, es kommen halt nur Dead Spins.
Und dann haben wir einen typischen Pragmatic Bonus. Wahrscheinlich ein Helm zu wenig. Und dann ist es, trotz gutem Start, halt wieder negativ. Und das eigentlich auch deutlich. Wir kommen da nur die Hälfte zurück, bin bei Pragmatic also wieder im Minus. Aber wir nehmen es mal an, ich meine, dank Tombstone Slaughter bin ich unterm Strich ja auch so noch ein 10er im Plus. Und den 10er tragen wir jetzt über zu, naja, einer anderen Publikation. Und ja, dann widmen wir uns langsam so meinen Lieblings-Hexor-Publikationen. Eine davon ist Fist of Destruction, die andere natürlich Eye of the Panda. Aber schauen wir mal, ich habe mal einen Bonus für 8,7 gekauft, beziehungsweise für 18,7 gekauft. Und ich bräuchte eben diese Fäuste-Trigger. So einfach wäre es. Ich meine, 3 an der Zahl geben mir einen Trigger. Es gibt blaue und orangene. Den V-Schritt sehen wir links und rechts. Garantiert ist einen aber nichts. Deswegen schauen wir einfach mal, was da so geht. Ich meine, ein bisschen was an Cashback haben wir eh schon. Aber wichtig wäre halt der Trigger und nicht eine beschissene Fullline. Da hätte ich gern eben diese blauen Trigger, dann wäre es ein garantierter Vierer. Und mit dem ist der Bonus dann wahrscheinlich auch profitabel. Mindestens sofern ich es trigger. Und das tue ich jetzt eh. Da hätten wir eigentlich auch einen guten Multi gehabt. Wobei es jetzt um den nächsten Spin geht. Gib mir einen guten Fünfer oder einen soliden Vierer. Das ist eigentlich ganz okay. Das sind viele Lines auf 11x und dann ist der Bonus, Hexor üblich, profitabel. Ich meine, das ist ja nicht ohne Grund mein Lieblingsanbieter. Der zahlt gefühlt immer besser als Pragmatic. Und da er gut gezahlt hat, geben wir uns auch noch ein paar Backup-Spins. Dann sind wir unterm Strich auch fast schon beim Break-Even angelangt und das, obwohl wir eh noch um die 50.000 Euro in Boni liegen haben. Auf No Limit, Hexor und Backseat ist Soxin also wohl irgendwie Verlass, wobei ich mich jetzt schnell an 10 900 Euro Spins probiere. Vielleicht erspinne ich mir auch irgendwie noch einen Bonus, das wäre logischerweise traumhaft. Und falls nicht, hat man mindestens ein Bait. Und dann eigentlich auch ein ganz solides Brett. Wobei es die Spins nicht waren. Ich krieg in allen Spins nichts. Akzeptiere es dann aber so wie es ist und gehe einfach über zu einer anderen Publikation. Und na, wer hätte gedacht, da geht's eben gegen den nächsten Hexor-Slot oder anders gesagt gegen das neue Wanted. Duellet Dawn gebe ich eine Chance, einen 20.000 Euro Bonus habe ich mir da gekauft und der spuckt hoffentlich auch ein bisschen was an Profit aus. Boden ist es natürlich der Superbonus. Mit ein paar Scattern kann der auch zahlen und sonst schauen wir einfach, was läuft, wobei es nicht Scatter, sondern halt diese Outlaws sind. Dann brauche ich die Revolver-Trigger und dann bekomme ich eben die garantierten Drops. Oder gegebenenfalls auch nicht unbedingt die Welt. Ich meine, ich habe bisher wenig. Mir fehlen noch 2 Schüsse für die erste Stage und das ist so gesehen dann eher das Gegenstück, wobei wir es jetzt eh garantiert haben. Ich bekomme den Respin. Ich habe 4 an Cashback und einen garantierten Zweier. Jetzt ging es darum, den garantierten Dreier zu kriegen. Und sonst eben ein bisschen was zu verbinden. Eine Line wär's. So schlecht ist es auch nicht. Ich zahle 20 und krieg mindestens mal 17 zurück. Mehr wird's wahrscheinlich nicht. Wobei es mit einem Dreier schon laufen könnte. Ich meine, es sind einerseits ein paar Full Lines, andererseits ist der Bonus profitabel. Und sonst hätten wir hier noch 2 Spins für 3 Revolverschüsse. Kommen tun sie nicht. Hexor lässt mich aber doch irgendwie nie im Stich. Ich meine, ich habe da wieder einen profitablen Bonus. Ich bin über den Schwellenwert von 100.000 Euro angelangt. So gesehen ist die Session also schon mal profitabel. Wobei wir das jetzt noch mit ein paar Spins ein wenig ändern. Ich meine, ich gebe mir
10 Spins auf den 750er. Vielleicht das spinne ich mir irgendwie einen Bonus und dann schauen wir uns eben Eye of the Panda an. Beziehungsweise sehen wir dann ob der Slot was zahlt oder nicht. Ich meine, hitmäßig lief es in den regulären Spins bei Hexo jetzt nicht sonderlich gut, aber sicher besser als eben bei Pragmatic. Und das, obwohl ich auch bei Duell at Dawn keinen Bonus bekomme. Das ist für uns jetzt aber nicht so wichtig. Ich meine, ich habe noch einen Bonus in Hinterhand. Den schauen wir uns an. Und dann rechnen wir zu guter Letzt eben ab. Und na, wie bereits gesagt, setze ich da eben auf meinen persönlichen Favoriten oder anders gesagt auf den Slot, der mir mehrmals den Arsch gerettet hat. Ich hatte bei Eye of the Panda ja 2 oder 3 meiner größten Hits. Ob sich der 4. dazu gesellt, werden wir sehen. Funktionieren tut es an sich aber mal mit diesen Jumping Wilds. Das wären diese Pandas. Davon bräuchte ich 4 oder 5. Und sonst halt Verbindungen. Mit ein paar Verbindungen hat man ein bisschen mehr Potenzial. Sonst sieht es eher extrem schlecht aus. Ich meine, das ist ein 30.000 Euro Bonus und mit Pech bin ich postdem sogar im Minus. Und das, obwohl es wirklich Weltklasse ausgesehen hat. Wobei wir erstmal schauen, vielleicht geht ja was. Vielleicht bekomme ich auch noch ein drittes Jumping Wild und sonst halt ein paar Verbindungen. Schön gewesen wär's. Dank Eye of the Panda sind wir jetzt aber sogar im Minus. Zwar knapp, aber doch. Wobei das jetzt auch kein Ende ist, mit dem ich mich zufrieden gebe. Ich probiere mich wieder an ein paar Spins. Ich gebe mal da 10 für 900. Und dann kaufen wir uns noch einen Bonus. Wahrscheinlich bei X-Ways Hoarder 2. Dann suchen wir aller Wahrscheinlichkeit nach mit ein bisschen Verlust das Weite. Ein Bonus kommt ja nicht. Aber ein profitabler könnte sich sonst ja gern sehen lassen. Gib mal einen. Komm. Der erste war schlecht, der zweite ist besser. Als über 200x wäre zufriedenstellend. Und brutal viele Pandas bräuchte ich dafür ja eh nicht. Wobei 2 zu wenig sind, mit 3 könnte es gehen, mit 4 wären wir dabei. Das ist halt eine Frage der Placements. Aber normalerweise sollten 3 schon zureichend sein. Mindestens mit gutem Placement. Ist eh klar. Ohne dem ist schwer. Aber mit dem geht's eh so halbwegs. Ich komme ja in die Nähe des Break-Evens. Der Spin ist noch nicht dead. Und dann kann ich mich auf Eye of the Panda vielleicht doch noch verlassen. Ich habe Hälfte an Cashback. Ich hätte vielleicht ein Brett, mit dem sich arbeiten ließe. Ich meine, 4 wären super. Mindestens bei halbwegs normalen Placement. Das kriegen wir eh so langsam. Ich meine, ich habe 5, das müsste reichen. Also ganz sicher sogar. Mit 5 Kollegen und Full Lines ist es profitabel. Gib mir noch einen Hit. Vielleicht noch ein All-the-Way-Hit. Ich kann mich nicht beschweren. Ich meine, auf Hexo ist Verlass. War zwar vielleicht recht riskant, aber ich bin mal wieder 50 im Plus. Die 50 trage ich jetzt noch über zu X-Ways Hoarder 2. Und dann suchen wir für heute dann eh das Weite. Wobei ich mir da sowieso nicht mehr als 2 oder 3 Freispiele kaufen werde. Da gebe ich mir auch keine maximalen, da der Superbonus verhältnismäßig volatil ist. Ich meine, das läuft wie eben schon bei
bei X-Rays Horror. Ich brauche die Splits so weit oben wie eben nur möglich. Und dann bekomme ich rechts eben den Aktivator. Aber schauen wir mal. Ich kaufe mir 2 Boni für 6 und 10. Und dann lassen wir es für heute. Ich meine, das erste Brett ist zum Vergessen. Das ist eigentlich das schlechtest Mögliche. Ich habe beide Drops ganz unten. Bekomme da also gewiss nicht mein Geld zurück. Aber dann legen wir die Hoffnung halt in den nächsten Bonus. Dann schauen wir, was der kann. Und dann sehen wir ob ich vielleicht noch ein zweites Mal noch ein bisschen was gewinne. Ich meine, ich hatte bei X-Rays Horror schon einen 10.000 X-Hit. Den habe ich im Discord auch verlinkt. Der zweite wird es eher nicht. Ich glaube, so ehrlich kann man sein. Aber solange der nächste mir ein besseres Brett gibt und ich gegebenenfalls einen Trigger ganz oben bekomme, sind wir dann schon dabei. Sonst gibt es dieses Blitz und eben diese X-Rays Wilds. Wobei es keine Wilds, sondern Mystery Symbol Trigger sind. Aber das ist in dem Bonus jetzt nicht der Rede wert. Das ist eigentlich einer, den wir vergessen können. Der wird keinen Profit auszahlen. Und dann skippen wir die nächsten paar Spins auch ein wenig durch. Da kommt nämlich nicht mehr viel zusammen. Und wer hätte gedacht? Natürlich habe ich recht. Wenn ich bekomme da noch einen verhältnismäßig guten Trigger, ich bekomme auch ein Fünftel an Cashback. Für das Setup ist es eigentlich okay. Aber dann schauen wir uns den Spaß jetzt noch einmal auf einen Elfer an. Sieht man es oben. Ist nicht schlecht. Also zweimal die Mitte ist besser als zweimal unten. Das ist, würde ich so mal sagen, ein mittelmäßiges Setup, da ich die Splits nicht direkt hintereinander habe. Aber das wäre vielleicht eins, das Profit auszahlen könnte. All voran, wenn ich noch irgendwie einen Split auf die 4. Walze kriege, dann ist es gewiss profitabel. Sonst nehme ich auch gerne ein paar X-Ray-Symbole mit. Oder ein paar Verbindungen. Ich meine, jede ist verhältnismäßig okay. Wobei wir halt einen extra Split bräuchten. Das werden wir eher nicht kriegen. Ich meine, ich trigger ja ein bisschen was. Ich bekomme voraussichtlich den Großteil des Einsatzes zurück. Vielleicht sogar ein bisschen Profit. Aber das war jetzt nicht der Rede wert. Und ich hatte ein ganz solides Setup. Ich bekomme dann aber nur noch Deadspins und dann bringen wir selbst die Verbindungen nichts. Ich meine, das sind 3,7. Ich bekomme den Einstandspreis zurück. Ich werde mich mit dem dann auch verschüssen. Das sind 50.000 Euro an Profit, die mir besser stehen als den Casino. Falls ihr selber Meinung seid, könnt ihr gern ein Like und ein Abo dalassen. Und sonst hört man mir sowieso an, dass ich wieder ein wenig erkältet bin. Ich bitte es natürlich zu entschuldigen, wobei es glaube ich auch nicht so störend war. Und sonst hören wir uns die Tage. Vielleicht mit einer Big Bear Session, vielleicht mit einer Gate Session. Ich meine, ich werde zeitnah entscheiden. Und dann sehen wir was auf dem Zettel steht. Cheers!